Moin ihr Lieben, Tobias wieder hier, heute mal wieder mit einem neuen Tutorial, beziehungsweise so ein kleines How-To. Es hatte jemand gefragt, ich habe den Namen vergessen, nach dem Misu. Also so einer der ersten Tricks, die man so macht, ne, oder machen sollte. Wir hatten ja jetzt schon den Soul, Frontside hatten wir, den Makio hatten wir und Misu reiht sich da so ein bisschen mit ein. Ne? Also Misu ist halt auch so ein Trick, den man am Anfang super machen kann. Auch als Vorbereitung vielleicht auf den Backside, weil der ist von der Körperposition so ein bisschen ähnlich wie der Backside. Ja, dementsprechend heute Misu. Ich versuche ihn euch zu zeigen. War eigentlich jetzt nie so mein Trick, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich wachse die Ledge gleich ein, fahre mich dann ein bisschen warm und dann schauen wir mal, ne, Stück für Stück. Ich habe mir jetzt mal eine neue Schiene dran geschraubt hier an den Seba, an den Carbon. Und zwar, weil ja, viele Kumpels von mir fahren halt einfach Flat-Setups. Und ich war ja schon immer so ein bisschen ja, Verteidiger des Freestyle-Setups, wenn es wirklich um Grinden geht. Also wenn es ums Grinden geht oder man gerne grindet, gibt es für mich eigentlich nichts Besseres als Anti-Rocker oder eine Freestyle-Schiene. Ja, weil ich sehe halt auch nicht ein, warum ich mich dem Risiko eines Wheelbites aussetzen soll in meinem Alter, wenn ich es leichter haben kann. Ja, sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt bestellt, weil einfach im Park ja, Rampenfahren, Quarterpipe, Bowl etc., Halfpipe, Flat Setup, mega geil. Ne? Gibt halt diese Wish Frames bzw. die Oisi Frame und die habe ich mir jetzt mal drunter gebaut. Hochgelobt auf vielen Kanälen. Ich muss allerdings noch was dazu sagen, eine kleine Kritik von meiner Seite. Die Schiene fährt sich gut. Allerdings greift bei dieser Schiene das Argument Wendigkeit in meinen Augen nicht, weil man eben hier durch diese Wheelbite Protection, die hier so ein bisschen zur Seite rauskommt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich gucke mal, ob ich das hier so einfangen kann. Also hier diese Knubbel, die hier drauf sind. Wenn man jetzt scharf in die Kurve geht im Park oder so, ne, und wirklich enge Turns fährt, dann rutscht man einfach hier auf diesen Knubbeln, man rutscht da einfach aus. Ne? Also das ist ja, für C-Slides oder so ist das eine mega coole Schiene. Also man kann halt schön die Rampen runterrutschen im C-Slide, also so. Ne? Aber die Wendigkeit, finde ich, kommt da ein bisschen zu kurz, weil man eben, ja, man hat die ganze Zeit so ein komisches Gefühl im Kopf. Ne? Kann ich der Schiene trauen oder rutsche ich wieder weg oder wie ist denn das jetzt? Ne? Ja, aber ich freue mich, dass ich die Schiene habe. Sie ist auch cool. Müssen wir halt mal schauen, wie wir damit zurande kommen. Genau. Okay, heute geht es um Misu. Ich mache mich bereit, Ledge wird gewachst. Wir fahren uns ein und dann bauen wir den wieder auf. Wir sehen uns gleich. So, ihr Lieben, warm gefahren haben wir uns. Ledge ist gewachst. Ja, Misu hatte ich ja schon mal gezeigt. Ich glaube im Makio-Tutorial. Misu ist halt auch wieder ganz normal, standardmäßig Soulplate. Okay, und da könnt ihr erstmal wieder, wenn das der erste Trick, den ihr machen wollt, könnt ihr erstmal wieder so auflegen und wieder draufsteigen, gucken, wie fühlt sich das an und wirklich das Gefühl für die Soulplate bekommen. Also Misu ist dann letzten Endes nichts anderes als den hinteren Fuß auf die Groove zu bringen. Und ihr könnt euch gleich angewöhnen, den Fuß wirklich so ein bisschen weiter weg vom Soulfuß zu nehmen, weil ein Misu, der so gemacht wird, ja, es sieht erstens nicht stylisch aus und zweitens hat man dann auch eher die Gefahr, dass man nach vorne oder hinten wegrutscht. Deswegen Misu immer schön so tief. Wenn ihr es noch tiefer schafft, könnt ihr auch noch tiefer gehen. Und deswegen sagte ich ja, also die Nähe zum Backside, die ist halt gegeben. Ne? Also von der Körperposition ist es letzten Endes ähnlich wie ein Backside. Man dreht sich so leicht ein, das heißt, wir nehmen wieder hier unser Schulterdreieck und gucken mehr oder weniger mit den Schultern Richtung Boden, mit dem Kopf allerdings immer zum Körperende. Also wir drehen Schultern und Hüfte, naja, ich würde sagen so 45 Grad zum Boden und der Oberkörper bzw. der Kopf guckt zum Körperende. Und dann halten wir das so und versuchen das wirklich auch mal eine ganze Weile zu halten. Wie gesagt, Misu
Ist auch nicht wirklich jetzt mein Trick. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass ich den, also an der P-Rail zum Beispiel, kann ich den Switch. Ich weiß nicht warum, ist halt einfach so. Ne? Am Curb mache ich ihn eigentlich nicht so gerne, weil man halt gerne mal hier so drüber rutscht. Ach ja, das ist noch so ein Tipp, ne? Also wenn ihr den an einer Rail macht, zum Beispiel an einer kleinen P-Rail oder so, dann müsst ihr darauf achten, dass euer Knie so ein bisschen über das Obstacle geht. An der Curb würde ich eher empfehlen, das so statisch zu machen und die Soleplate lieber richtig auflegen. Nicht, dass ihr zu weit rüber geht und dann so rausrutscht. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr das so im Ansteigen oder Aufsteigen so das erste Mal halbwegs sicher trefft, dann fangt wieder an und stallt den. Ne? Und bei Mizu ist es auch cool, schön tief zu gehen. Kann ich jetzt nicht so dolle mehr wegen meinen Knien, aber sieht richtig stylisch aus. Also ein richtig tiefer Mizu oder Sweatstance. Sweatstance ist halt dann ein Mizu Topside. Ne? Sieht richtig cool aus und erhöht auch die Stabilität. Also gewöhnt euch an, Mizu schön tief, Arme raus für die Balance und dann geht es eigentlich. Ne? Also wie gesagt, den springt ihr dann hier so 1000 Mal an. So. Und ihr könnt euch dann auch angewöhnen später, was heißt später, ne, eigentlich am besten gleich, dass ihr das Gewicht auf beide Füße legt, also hier hinten auch ein bisschen drückt. Weil, wenn ihr euch zu weit nach vorne lehnt, viele machen den Mizu halt am Anfang so hier irgendwie so nach vorne gebeugt, geht richtig schief. Der Mizu, den müsst ihr ja so betrachten wie so ein richtig chilligen Trick. Ne? Also das ist richtig so eine angenehme Position eigentlich. So eine Surf-Position, wo man schön durchgrinden kann. Genau, so viel zum Store. Wir gehen an die Rundkorb und probieren es mal. Bis gleich. Ja, also genau. Ja, das habe ich gemeint. Wie gesagt, ne, ich bin den auf der P-Rail gewohnt und lege dann, wenn hier jetzt das Rail ist, mein Knie so drüber und an der Curb rutsche ich daneben nach da weg. Ja, also schön darauf achten, an der Curb wahrscheinlich einfach ein bisschen aufrechter stehen, so eine straighte Linie bilden, schön auseinander, ja, weiter versuchen. Machen wir erstmal ein bisschen langsamer. Ja, da war der erste Mizu. Ich würde ihn ja gerne mal Switch probieren, aber traue ich mich jetzt hier an der Curb nicht so richtig. Ich mache noch ein paar. Jo. Schön außer Atem. Versuchen wir mal Switch. Oh! So ihr Lieben, das war's zum Mizu. Hat mal wieder richtig Spaß gemacht, richtig schönes Wetter heute und hat alles geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Sogar noch Switch, glaube ich, habe ich auf Kamera. Mal sehen, ob ich mit reinschneide. Ein paar Bails gab es auch, ist immer mit dabei, ist klar. Aber wie gesagt, wenn ihr euch
runterlasst, schön sachte, Handflächen auf, Körperschwerpunkt tief legen und einfach hinsetzen. Das ist das Beste, was man machen kann. Ja, denkt bei Miso dran, geht schön tief, fahrt in einer Linie zum Obstacle, Stirnseite, Gewicht auf beide Beine verlagern. Die Hüfte zeigt so 45 Grad vom Obstacle weg. Der Kopf und die Schultern drehen sich so ein bisschen zum Ende hin, dass ihr das Ding auch wirklich so halten könnt bis zum Schluss. Ja, und im Zweifelsfall trainiert ihr das Ganze halt auch auf der anderen Seite, also Switch gleich mit, bringt enorm viel fürs Skaten allgemein. Das werdet ihr merken, das verbessert euer Skaten so enorm, wenn ihr von Anfang an die Tricks Switch macht. Kann ich nur mal appellieren, lohnt sich wirklich. Was ich zum Topside Torque noch sagen wollte, zum letzten Video, da hatte ich ja gesagt, wir loggen den dran, ne? Also mit der Soleplate so dran. Das ist prinzipiell richtig, hatte ich aber im Hinterkopf mehr so dieses Halfpipe und Quarterpipe grinden. Natürlich gilt für Topside-Tricks auch drüber springen und von oben praktisch einlocken. Ne? Was die Soleplate dann macht, ist ja im Prinzip schon richtig, was ich gesagt habe, dass sie dran lockt und die Schiene oben auflegt. Aber nochmal zur Richtigstellung, immer bei Grinds drüber springen übers Obstacle, Körper drüber bringen, Körpermitte drüber, Balancepunkt finden, einloggen bzw. erst einloggen, dann Balancepunkt finden, zum Ende ausrichten, durchziehen. So. Okay, das war's für heute. Ich grüße noch Ulf und Fabi und Gabi und Shabba und alle, die ich vergessen habe, die sonst noch mit da sind. Ulf, vielleicht hilft es dir, jetzt hier mit dem Miso noch weiterzumachen. Ansonsten guckt gerne mal bei Ulf auf dem Kanal vorbei, den verlinke ich euch auch. Der war vor 2 Wochen da, am Wochenende haben wir hier eine schöne Session gemacht. Genau, in diesem Sinne, lasst es euch richtig gut gehen, feiert das schöne Wetter. Und wenn ihr Wünsche habt, wie immer, schreibt es unten rein oder schreibt mich privat an. Und dann kriegen wir das irgendwie hin, wenn ich den Grind kann. Kommt mir aber nicht mit Unity oder Savannah, deswegen mache ich gerade bei Law nicht mit, weil Unity und Savannah sind so meine Hasstricks. Unity habe ich zwar am Imperial mal gestanden letzte Woche, aber nee, das ist ein Krampf bei mir. Also ich kann auch nicht alles, bei weitem nicht, also ich bin auch kein Profi. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben zum Miso. Okay, dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.